13 Jahre Online-Business. Wow, das war eine verdammt lange Zeit. Was ich falsch gemacht habe, was ich wieder tun würde und wie du direkt erfolgreich startest. Das alles hier in diesem Video. Seit 13 Jahren nun bin ich online sichtbar und gewinne online meine Kunden und Kundinnen für meine Angebote. Es war eine spannende Reise mit vielen Fehlern, Erfahrungen und Erkenntnissen. Und aus meinen Erkenntnissen kannst du jetzt wieder viel stärker wachsen. Wenn du Therapeut, Coach, Solopreneur bist, dann kannst du jetzt von meinen Erfahrungen lernen und meine Strategien nutzen, um sofort Kunden zu erreichen, passives Einkommen aufzubauen und natürlich ein gut laufendes Online-Business zu haben. Hier also meine Do's und Don'ts aus 13 Jahren Online-Business. Als ich 2011 mit meinem Online-Business angefangen habe, mit meinem ersten Blog gestartet, habe ich mich konzentriert auf Glück als Businessmodell und habe gedacht, als spirituelle Lehrerin sei das doch der perfekte Ansatz, um jetzt alle glücklich zu machen. Und hier haben wir schon den ersten Fehler. Alle glücklich machen, wisch das mal bitte aus deiner Positionierung, denn das wird nie klappen. Und so bin ich mit meiner Glücksakademie zwar sehr sichtbar geworden, habe aber nicht furchtbar viel verdient, hatte eine unspezifische Zielgruppe, alles war viel zu breit aufgestellt und so habe ich natürlich dann einfach nicht genug Erfolg gehabt. Nach einigen Jahren habe ich diese Positionierung verlassen und bin weitergewandert. Du kannst jederzeit immer wieder dein Business neu justieren, auch das wird deinem Erfolg keinen Abbruch tun. Mein erster großer Fehler war also keine klare Zielgruppe, denn die Gießkannenmethode, so alle versuchen zu erreichen, die da irgendwie so gerade wachsen auf deiner Erde, das funktioniert nicht. Welche spezifischen Menschen kannst du ansprechen? Hast du da zum Beispiel nur Frauen in den Wechseljahren, nur Frauen 55 plus, nur Frauen, die die Wechseljahre gerade hinter sich haben? Schon werden wir konkreter mit der Ansprache. Ich habe mich dann neu fokussiert, habe mein Business neu justiert, auf klarere Themen wie Lebensaufgabe finden, Berufung finden und schon war ich wieder zurück in der Businesswelt, wo ich ja eigentlich herkomme, denn ich komme aus der Werbung, aus dem Marketing. Und später wurde es das automatisierte Online-Business, was mir jetzt so große Freude macht. Und weißt du, was dann passiert ist? Die Kundinnen und Kunden wurden mehr, ich habe mehr Geld verdient und hatte mehr Freiheit und mehr Zeit für meine Tochter. Denn das war mir auch ein großes Anliegen, als alleinerziehende Mama, meine Tochter aufzuziehen und trotzdem selbstständig weiterzuarbeiten. Dafür habe ich mich, seitdem sie auf der Welt ist, immer wieder neu dafür entschieden. Meine Do's für ein erfolgreiches Online-Business. Lass uns jetzt über die Do's sprechen, die Dinge, die wirklich funktionieren und von denen du dir jetzt eine Scheibe abschneiden kannst. Do Nummer 1. Baue dir eine starke Personenmarke auf. Wie kannst du am schnellsten sichtbar werden? Natürlich mit dir als Person. Sichtbar mit Reels, mit TikTok, mit Videoformaten, die schnell funktionieren und die schnell eingängig sind. Und so kann man dich viel schneller wahrnehmen, wenn du dich als Person zeigst. Du siehst hier, du hast schon das Gefühl, du sitzt mit mir irgendwie gemeinsam auf dem Sofa, wenn du meine Videos hörst. All das ist natürlich Videostrategie. Heute würde ich sofort mit Reels und mit Videos starten. Immer wieder. Und so habe ich auch 2012 meinen ersten Blog dann angefangen sichtbar zu machen mit den ersten Methoden auf meinem alten Kanal Jyoti Maflak. Der Schlüssel zur Sichtbarkeit ist nicht Perfektion, sondern Authentizität. Authentizität. Der Schlüssel zur Sichtbarkeit ist dabei nicht Perfektion, sondern Authentizität. Bei den heutigen Videoformaten gilt es einfach darum, halte dich kurz. Komm auf den Punkt, gerade mit Reels kannst du so schnell tolle Tipps geben, jeden Tag. Und diese Videos müssen nicht aufwendig sein und wenn du da Hilfe brauchst, schau mal in meinem Shop vorbei und hol dir den Kurs Hochformat-Videos fürs Business mit allen 5 Plattformen, TikTok, Reels, auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube Shorts und auf Pinterest. Mein Tipp, Do Nummer 2, etabliere ein prägnantes Branding. Du siehst schon, ich habe hier wieder meinen roten Rolli rausgeholt. Und warum tue ich das? Natürlich, weil es mit meinem Slogan "Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht" so gut zusammenpasst. Seitdem ich den Slogan und die Farbe Feuerrot gewählt habe, ist mein Business wirklich durch die Decke gegangen. Leute sagen einfach immer, Jyoti, mal an dir komme ich einfach online gar nicht mehr vorbei. Ich sehe dich ständig, überall.
Also die Leute denken eigentlich, dass ich 24/7 die ganze Zeit was poste. Mache ich aber gar nicht. Mache total entspannt mein Business mit höchstens 5 Stunden am Tag. Natürlich muss dein Branding zu deinem Angebot, zu deiner Person und zu deiner Nische passen. Aber Heilpraktiker, aufgepasst, mit so einem zarten Hellgrün wird keiner von euch mehr richtig sichtbar werden. Ein bisschen übertreiben, die Marke ein bisschen stärker positionieren, wird dir helfen, in dieser Online-Welt Kunden zu finden. Ich bitte dich darum, sei ein bisschen prägnanter, als du es vielleicht privat bist. Auch bei Videos spricht man davon, dass eigentlich 80% an Energie die Kamera schluckt. Also übertreibe doch ein bisschen, sei doch ein bisschen fröhlicher, hab doch ein bisschen mehr Energie, du hast es doch sonst auch in deinem Leben. Zeig dich standhaft als Leuchtturm und das Wichtigste dabei ist natürlich immer diese Konstant, immer mehrmals in der Woche zu posten, als irgendwie ständig Pausen davon zu machen. Ein Leuchtturm ist nur weithin sichtbar, wenn er jeden Tag auch leuchtet. Und wie du das machen kannst, natürlich, indem du Beiträge vorplanst oder im nächsten Punkt, mein Do Nummer 3, investiere in Ads. Ein Teil organische Community aufbauen, ein Teil mit Werbeanzeigen sichtbar werden. Und das kannst du natürlich nur, wenn du fertige Produkte hast, wenn du auf irgendwas hinweisen willst, was es schon gibt. Mit Ads auf Meta, Instagram, Facebook, YouTube, auf LinkedIn erreichst du mehr Menschen, als du durch regelmäßiges Netzwerken in wenigen Wochen kennenlernen kannst. Denn diese Plattformen streuen für dich genau auf deine Zielgruppe, also genau die Menschen, die du erreichen möchtest und für die du ja etwas zu geben hast. Wir gehen ja hier davon aus, dass du wirklich mit deiner Lebensaufgabe online sichtbar werden möchtest. Und das ist genau der Punkt. Hier warten deutschsprachig schon mal überall auf der Welt Menschen auf dich oder du gehst sogar weltweit und erreichst weltweit Menschen genau mit deiner Zielgruppe und mit deiner Ansprache. Besonders gut eignen sich dafür Minikurse, kleine E-Books, kleine Videokurse, in denen man dich kennenlernt und dann mehr zu diesem Thema wissen will und natürlich auch mehr kaufen will. Mehr findest du hier drunter in der Beschreibung. Meine Minikursmethode, mein neues Buch Geld verdienen im Schlaf, zeigt dir, wie du ein Sales Funnel baust mit kleinen digitalen Produkten und dann große Kunden damit gewinnst. Ohne die wäre ich aufgeschmissen gewesen, ohne die hätte ich wahrscheinlich wieder irgendwo mich festanstellen lassen müssen. Also das ist meine Methode, mein Geheimnis auch, mit dem ich online sichtbar geworden bin. Mit Werbeanzeigen auf Minikurse. Mein Do Nummer 4. Kundenbindung durch echte Werte. Wir sind mitten in einem Wandel zu einer ganz, ganz neuen Zeit und die fängt hier an und in dem Moment, wo wir beginnen, unser Herz nach draußen zu tragen, mit diesen Produkten Geld zu verdienen und etwas Gutes damit zu tun. Du kannst mit deinem Umsatz dann eine Spende machen, du kannst Projekte aufbauen, du kannst selber dein eigenes Waisenhaus bauen, was auch immer. Geld verdienen ist ja nichts Schlechtes und es sollte eben in deinem Blut liegen, auch erfolgreich zu verkaufen, den Menschen, deinen Kunden was Gutes zu tun und diese Kunden langfristig zu wirklichen Fans von dir zu machen. Ein Leuchtturm, der für andere da ist und anderen etwas Gutes tust. Bist du das auch? Dann herzlich willkommen auf diesem Kanal und dann vergiss nicht, diesen Kanal bitte zu abonnieren, denn hier gebe ich so viele Tipps raus, die mir leicht fallen nach 13 Jahren Online-Business. Das Wichtigste bist du. Fange an, aus dir heraus zu strahlen, sich sichtbar zu machen mit Reels, mit Minikursen, mit einem Sales Funnel, der funktioniert. Du brauchst nicht 1000 Tools, sondern fokussiere dich wirklich dafür, was hast du zu geben im Moment mit digitalen Produkten zum Beispiel. Was kannst du nächstes Jahr noch dazu rausbringen? Ein Schritt nach dem nächsten. Und vergiss diese Sichtbarkeit nicht, diese Konstanz, immer wieder jeden Tag zu leuchten oder es eben einzuplanen und dir es einfacher zu machen oder Werbeanzeigen zu schalten, aber eben dann auch fertige Produkte, die wir gerne zusammen erstellen können. Mehr findest du hier drunter. Melde dich zu einem Potenzialgespräch an. Ich habe ganz, ganz tolle Kunden und Kundinnen in meinen Programmen. Wir erarbeiten in 4 bis 8 Monaten deine digitale Akademie mit schulischen Online-Kursen, mit all dem, was du wissen musst. Wie geht E-Mail-Marketing? Wie geht es mit den Mitgliederbereichen? Wie kommen die Kunden überhaupt zu dir? All das findest du auf meiner Webseite und ich freue mich schon auf unser Gespräch.
Mach dein Business zu einem Leuchtturm mit deiner Nische. Mehr findest du auch in meinem Buch Geld verdienen im Schlaf. Es ist gerade erst rausgekommen, wie du dein Business mit Online-Kursen automatisierst und clever Online-Kunden gewinnst. Ich freue mich schon riesig auf deinen Erfolg. Alles Liebe, deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.